Hi, willkommen zu einem neuen iNav Quicktip Video und diesmal soll es darum gehen, wie ich meinen Flieger zwangsarmen kann oder sprich das Armen forcieren kann. Das kann in manchen Situationen hilfreich sein, beispielsweise ich habe meine Werkstatt irgendwo im Keller oder in einem Erdgeschoss von einem höheren Haus, wo ich kein GPS-Signal bekomme und ich will auf der Werkbank meinen Flieger auch mal ohne GPS-Satelliten armen. Beziehungsweise, sagen wir mal, ich bin irgendwo in einen Baum gecrashed und will versuchen, mit dem Motorschub das Flugzeug wieder loszurütteln. Und sagen wir mal, wir haben irgendwo einen Hardwarefehler und deswegen kann ich nicht armen. Das zeige ich euch jetzt hier, wie ihr das Ganze umgehen könnt. Und dafür gibt es zwei verschiedene Methoden. Die eine Methode zeige ich euch jetzt gleich mal zuerst. Ich habe jetzt hier einen meiner Flieger an meinen PC angeschlossen und mit dem Konfigurator verbunden. Zum Demonstrieren eines Hardware-Fehlers habe ich jetzt einfach mal den Stecker vom GPS abgezogen und das sieht man dann auch hier in den Pre-Arm-Checks, dass ich Navigation is Safe natürlich ausgeixt habe, weil wir haben natürlich keine Satelliten, denn Hardware Health sagt, hier stimmt irgendwas nicht und hier oben sehe ich dann auch, mein GPS ist rot, weil es gerade nicht verbunden ist und keine Daten reinkommen. So, das kann zum Beispiel passieren, sagen wir mal, ich lande irgendwo in einem Gebüsch, wo ich von unten nicht rankomme und er hängt irgendwo auf einem Ast fest. Dann lässt und ja, bei dem Crash habe ich beispielsweise die Steckverbindung vom GPS verloren oder ein Kabel ist abgerissen, kann alles mal vorkommen. Und ich will eventuell mal Schub geben, um zu sehen, ob ich meinen Flieger wieder losrudern kann. So, und das kann man umgehen, indem man den Arming-Switch insgesamt 10-mal hintereinander bedient. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier bei mir. Und zwar, wenn ich jetzt normal armen wollen würde, jetzt nehme ich hier den Schalter. Wie ihr seht, passiert erstmal überhaupt nichts. Normalerweise würde jetzt auch noch ein Piepton kommen, den habe ich jetzt erstmal abgeschalten. Und das Arming wird quasi jetzt an der Stelle blockiert. Was ich jetzt aber tun kann, ich kann jetzt 10-mal das Arming schalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und schon habe ich trotzdem scharf geschalten und kann entsprechend den Motor andrehen. Ich bin jetzt natürlich im Auto-Launch. Und wenn ich mal ganz kurz ein bisschen Gas gebe, hört man, dass der Motor auf jeden Fall andreht. So, wir disarmen erstmal wieder. Das ist also eine Methode, um im Falle eines Hardware-Fehlers zu armen. Die zweite Methode, die wahrscheinlich häufiger gebraucht wird, wenn ihr auf der Werkbank armen wollt, ohne GPS-Signal, ist die Methode des Extra Arming Safety Bypass. Wir machen mal ganz kurz einen Flight Controller Reboot, damit dieser Forced Arm, den ich jetzt gerade durchgeführt habe, auf jeden Fall erstmal aus dem RAM wieder raus ist. Wir haben jetzt natürlich das GPS noch nicht wieder dran. Das schließe ich jetzt mal wieder an. So. So wie ihr seht, GPS ist jetzt hier blau. Und wir haben noch keine Satelliten und deswegen könnten wir normalerweise nicht armen. Wenn ich jetzt versuchen würde zu armen, kommt natürlich dann dieser Piepton. So, und um das zu umgehen, könnt ihr dann ins CAI gehen. Dort gebt ihr einfach mal ein Get Safety. Dann bekommt ihr diese Variable Nav Extra Arming Safety. Per Default steht diese auf On. Das heißt, ihr könnt wirklich euren Flieger erst scharf schalten, wenn ihr wirklich GPS-Satelliten habt. Da gibt es dann keine andere Möglichkeit, außer die ich euch vorher gezeigt habe. Mit der wird es auch gehen. Und was ich hier grundsätzlich mache, ist, ich setze das auf Allow Bypass, indem ich einfach hier in der CI eingebe, set Nav Extra Arming Safety mit Unterstrichen getrennt und dann Allow Bypass. So. Und wenn ihr das halt eingestellt habt, dann könnt ihr die Extra Arming Safety mit den Satelliten umgehen, indem ihr Folgendes tut. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Jetzt müssen wir natürlich erstmal rebooten, weil wir den CAI verlassen. Connecten wir wieder. Dann gehen wir hier auf GPS. Wie man sieht, wir haben immer noch keine Satelliten. Auch jetzt noch nicht. Ich kann so auf normalem Wege noch nicht armen. Ihr bekommt die Warnung natürlich, dass ihr keinen GPS-Fix habt. Was ihr aber jetzt machen könnt, ihr könnt, wenn Throttle auf 0 ist, den Yardstick komplett nach links drehen. Und wenn ihr jetzt armt, wird trotzdem scharf geschalten, obwohl ihr keinen GPS-Fix habt. Seid auf jeden Fall mit dieser Funktion vorsichtig. Man kann es auch im Feld benutzen, aber ihr werdet dann keine Return to Home und keine Navigationsfunktion haben, auch wenn ihr im Nachhinein im Flug nachher GPS-Signal bekommen solltet. Der Flieger weiß ja trotzdem nicht, wo er genau gestartet ist und wo er in Relation zum Startpunkt gerade ist.
Deswegen würde ich auch immer davon abraten, die Extra Arming Safety komplett auf auszuschalten, denn wenn ihr das irgendwann mal im Feld draußen vergesst, ihr startet euren Flieger, bevor ihr den entsprechenden GPS-Fix habt, und bekommt dann Fail-Safe, dann wird euer Flieger auf jeden Fall in den Emergency Landing Modus gehen und nicht in den Return to Home, und dann kann er euch natürlich verloren gehen. Gut, ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen. Wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Ich lese die Kommentare in der Regel alle durch und antworte auch drauf. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!